Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt euch ein Video gewünscht über meinen neuen 4x4 Reisevan oder Reisecamper, wie auch immer. Hier ist es auf jeden Fall, jetzt erstmal das Intro und dann geht's weiter. Hey Freunde, willkommen zurück nach dem Intro. Wie bestimmt einige auf meinem Instagram- oder Facebook-Account schon gesehen haben, habe ich mir ein neues Auto gekauft. Davor waren wir eher mit so einem kleinen Auto unterwegs mit Dachzelt. Wir hatten aber noch einige Reisen in Planung und sämtliche Sachen. Und da ging es auf jeden Fall mit dem anderen Auto einfach nicht mehr. Das andere Auto war auch einfach viel zu alt und es musste auf jeden Fall was Neues her. Das hier im Hintergrund ist auf jeden Fall das neue Fahrzeug, was wir uns jetzt gekauft haben für unsere ganzen nächsten Reisen und auch die Reisen, die schon zurückliegen. Und ich würde euch sagen, ich zeige euch das Auto an sich jetzt erstmal. Wir haben uns einen Ford Ranger gekauft, aber mit dem großen Motor 3,2 Liter, 200 PS, weil wir einfach gesagt haben, wenn wir eh schon viel Gewicht hinten drin haben, dann muss die Karre auch einfach ein bisschen was wegziehen können. Deswegen großer Motor. Und zu dem Ausbau kommen wir gleich. Was uns wichtig war, wir können einfach mal reingucken in das Auto. Wir wollten so ein bisschen, sag ich mal, eine gute Innenausstattung haben. In den meisten Fällen wird einfach viel gefahren. Ihr wisst selber, wie es ist auf Reisen. Deswegen war uns wichtig, dass wir einfach, sag ich mal, eine Ledersitze haben, die, sag ich mal, gut einzustellen sind, dass wir hier ein gutes, sag ich mal, Bedienungssystem haben. Ihr könnt euer Handy anschließen oder man kann sein Handy anschließen. Man kann über sein Handy navigieren. Und man kann alles vor allem über das Lenkrad einstellen. Das heißt, ihr könnt euch auf die Fahrbahn konzentrieren und könnt trotzdem alles einstellen, was natürlich auch ein Sicherheitsaspekt ist. Was gibt es sonst noch zu dem Auto dazu sagen? Das Auto ist eine gute Basis, finde ich, um es auszubauen, höher zu legen, breiter zu machen, ins Gelände reinzugehen, gemütlich auf der Straße zu fahren. Bis jetzt sind wir mit dem Auto dieses Jahr schon über 20.000 Kilometer unterwegs gewesen, in 8 Ländern mittlerweile. Und ich bin bis jetzt echt super zufrieden. So viel zum Auto. Dazu kann ich euch dann irgendwann in den nächsten Videos auch mal mehr darüber erzählen, wenn ihr es wissen möchtet. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hinter und gucken uns das Herzstück an, und zwar den Camper an sich. So, jetzt sind wir an unserem Herzstück, an dem Canopy Camper von Alucap. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich gar nicht. Die Firma kommt aus Südafrika und stellt vor allem Produkte her für Expeditionen in die Wüste rein. Das ganze Ding hier wurde letztes Jahr erst frisch auf den Markt gebracht. Wir haben das auf der Messe gesehen, fanden es richtig gut. Das Konzept ist klein, ist kompakt. Man kann es so im Alltag verwenden. Und wenn man dann auf Reisen geht, dann hat man auf einmal aus dem Nichts raus einen riesen Camper. Finde ich, ist meine Meinung. Hier hinten seht ihr natürlich drauf, Ersatzrad muss hinten drauf, wenn ihr irgendwo im Gelände seid, durch eine Pfütze fahrt oder sonst irgendwas. Und das Rad ist unten drunter, ist immer schwierig hinzukommen, vor allem auch im Sand in der Wüste. Daher habe ich mich dazu entschieden, dass wir unser Reserverad hinten drauf packen. Den Reserverad-Rucksack finde ich persönlich einfach ziemlich geil. Hat sich auch bewährt, gerade für Pfandflaschen, für irgendwelche nassen Sachen und so weiter. Hier habt ihr diese Multiplatten oder Molly-Platten. Hier könnt ihr sämtliche Sachen drauf packen. Reservekanister, Gasflaschen, irgendwelche Kisten, irgendwas. Aktuell haben wir da noch nichts drauf, wird sich aber irgendwann noch ändern. Deswegen finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass man hier eine Möglichkeit hat, noch mehr drauf zu packen. Hier an der Seite, sowohl rechts als auch links, habt ihr 2 Fenster, die ihr öffnen könnt oder halt einfach klappen. Den ganzen Ausbau innen drinne habe ich selber ausgebaut mit meiner Freundin zusammen. Das heißt, den werdet ihr so nicht bekommen. Das müsst ihr euch auch selber ausbauen. Wenn ihr diesen Camper kauft, bekommt ihr ihn einfach komplett nackt innen drinne und dann könnt ihr euren kreativen freien Lauf lassen. Da der Camper nicht wirklich richtig groß ist, spielt sich die meiste Zeit alles um den Camper außenrum ab. Das heißt, ihr werdet selten drinnen sitzen, ihr werdet selten drinnen kochen. Das heißt, in den meisten Fällen macht ihr das hier draußen. Deswegen gibt es hier eine richtig coole Markise, die ihr aufmachen könnt. Aber ich würde sagen, das zeige ich euch dann später mal. Jetzt kümmern wir uns erstmal um innen drinnen. Tür auf. Hier habt ihr an der Türe schon mal einen Haufen Taschen, wo ihr Sachen unterbringen könnt. Hier habt ihr den Bügel, um natürlich von drinnen zuzumachen. Die Verriegelung von innen drinnen, damit natürlich keiner in den Camper rein kann. Was super praktisch ist, was ihr natürlich seht. Wir hängen hier Handtücher auf, Geschirrtücher, alles was einfach trocknen muss, könnt ihr dranhängen, ist dann meistens irgendwie einen Tag später oder am Abend schon wieder trocken, je nachdem, wo ihr natürlich unterwegs seid. Wir machen jetzt mal das Dach auf, weil das Coolste kommt jetzt natürlich erst.
So Freunde, herzlich willkommen hier drinnen. Gerade eben habt ihr gesehen, wie das mit dem Hubdach funktioniert und mit diesem kleinen Vordach. Das ist sowas von wirklich geil. Ihr habt ein richtig kleines Fahrzeug, wenn das Ganze zu ist. Ihr könnt die Sachen reinladen, reinpacken, Sachen transportieren, zu Ikea fahren, was auch immer. Und wenn ihr dann unterwegs seid, euer Dach aufklappt, dann habt ihr auf einmal hier einen wirklich großen Raum. Ihr habt ja gerade gesehen, wie das funktioniert mit diesen zwei Klappen. Ihr habt einmal diese kleine Klappe und einmal die etwas größere Klappe. Wenn ihr einfach nur hier drinnen verbringen möchtet, dann könnt ihr einfach nur die zwei Klappen hochklappen und habt ihr richtig viel Platz. Wenn ich mich einfach mal aufstelle, dann seht ihr, ich komme nicht mal bis zur Decke. Ich bin 1,80 Meter groß, bloß meine Arme, und ich komme noch nicht mal bis zur Decke. Das heißt, man hat hier wirklich eine richtig geniale Stehhöhe drinne und hat hier wirklich auch zu zweit eigentlich gemütlich Platz. So, wir befinden uns jetzt in meinem Wohnzimmer. Hier ist die Couch, und die Couch hat so einige Dinge, die sie noch nicht so offensichtlich zeigt. Wie ihr vorhin gesehen habt, während der Fahrt kann man sie umklappen, dann klappert hier hinten nichts, fällt nichts um, geht nichts kaputt, und man hat vor allem viel Platz, irgendwas oben drauf zu packen. Jetzt abends kann man sich einfach gemütlich anlehnen. Hier seht ihr, hat man diese Lehne, damit man sich gemütlich anlehnen kann und gemütlich sitzen kann und auch mal irgendwie einen Film gucken kann. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass man die Sitzfläche noch rüberziehen kann und dann eine große Area hat, wo man sich einfach drauf hinstellen kann, auch zu zweit gemütlich da ein Tablet hinstellen oder einen Laptop oder sonst irgendwas und auch mal gemütlich Filme gucken kann. In erster Linie müsst ihr die natürlich mal runterpacken. Dann zieht ihr einfach hier diese Platte rüber, hängt diese Platte hier ein, schmeißt die hier um, zieht die Polster rüber und schon habt ihr eine wirklich große Fläche. Ich kann jetzt mal da drauf. Wie ihr seht, man kann hier wirklich gut chillen. Zu zweit geht auch, ein bisschen enger. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen so rüber setze, und dann ist es wirklich gemütlich. Die Bank hat nicht nur den Vorteil, dass man sich riesengroß draufsetzen kann. Ihr wisst selber, wie es ist. Ihr habt einen Haufen Sachen dabei, Klamotten, einen Schlafsack zum Schlafen, sonst irgendwas. Irgendwo müssen die Sachen ja auch untergebracht werden. Und das Ganze ist hier unter der Sitzbank. So eine Sitzbank ist riesig. So eine Sitzbank hat riesen viel Platz drunter. Und da gucken wir uns auf jeden Fall mal ganz kurz zusammen rein. Hier unter der Sitzbank verstauen sich unsere ganzen Sachen, unsere Klamotten, unsere Schlafsäcke, unsere Dusche, alles mögliche, was man so, sag ich mal, nicht braucht. Hier hinten ebenfalls, da gibt es extra nochmal ein Fach, wo man aufmachen kann und Sachen verstauen kann. Und hier, sage ich mal, ist das hauptsächlich drin. Aktuell haben wir das alles rausgenommen fürs Video. Da sind halt unsere ganzen Klamotten drin, wie ihr seht, Schuhe, Jacke, Schlafsack und so weiter. Hier vorne habt ihr noch ein kleines Fach. Und hier sind dann so Sachen drin wie eine Axt, nochmal solche Schuhe, das Kabel für den Landstrom und so weiter. Alle Dinge, die man halt nicht so häufig braucht und an die man nicht so oft ran muss. Wenn ihr eure Sachen mal abwaschen möchtet oder euch selber waschen möchtet, morgens die Zähne putzen, Gesicht waschen, Haare waschen und so weiter, dann macht es natürlich Sinn, ein Waschbecken zu haben. Wir haben uns hier für das Waschbecken von Dometic entschieden. Wie ihr seht, die Arbeitsfläche ist nicht allzu groß. Wenn da zwei Leute dran sitzen, dann hättet ihr wirklich nur so einen kleinen Bereich da drüben. Deswegen fand ich das echt eine coole Sache mit dem Waschbecken, mit dieser Glasscheibe. Und das Coole ist, wenn ihr das Waschbecken braucht, dann könnt ihr es einfach aufmachen, jetzt einfach mal reinfilmen. Dann holt ihr hier euren Rüssel raus, könnt dann einfach Wasser laufen lassen, könnt euch waschen, könnt Zähne putzen und so weiter. Und wenn ihr das Ganze nicht mehr braucht, dann klappt ihr es einfach wieder zu. Habt wieder eine große Arbeitsfläche und könnt natürlich auch einfach mal zum Beispiel zwei Leute mit einem Laptop hier dran arbeiten. Zum Thema Geschirr. Wir haben hier eine Klappe, da sind unsere ganzen Sachen drin. Aktuell liegt hier Tee drin und irgendwelche Tassen und unser Kocher und alles mögliche, ganzes Geschirr und so weiter liegt hier drin. Hier unten ist die ganze Wasserversorgung drin. Irgendwo muss natürlich das Wasser dafür auch herkommen. Wie ihr seht, aktuell haben wir noch Müll drin liegen. Das ist auch eine super Gelegenheit, um Sachen einfach mal reinzustopfen, die man aktuell nicht braucht, wie zum Beispiel Müll. Und hier sind diese zwei Kanister. Einmal Frischwasser, einmal Abwasser. Das ist der Abwasserschlauch, hier hinten der Frischwasser. Und eben, wie gesagt, einfach Staumöglichkeiten für Müll und so eine Sachen. Staumöglichkeit ist alles. Alle von euch, die einen Camper selber haben, wissen es. Staumöglichkeiten hat man in der Regel nie genug. Deswegen haben wir hier mal noch ein kleines Fach entwickelt, wo, sag ich mal, so ganze Küchenutensilien drin sind, irgendwelche Waschsachen, irgendwelche Seifen, hier noch irgendwie
aus Norwegen noch Brennstoff für unseren Kocher. Hier unten, ganz spannend eigentlich, ist so ein Fach quasi, da haben wir in der Regel eigentlich immer Wasserflaschen drin, noch irgendwie ein bisschen Spiritus, mal eine Thermoskanne, um Tee zu machen oder halt allgemein wieder Staufläche. Hier haben wir noch ein Staufach unter dem Kissen. Da haben wir so ein ganzes Zeug drin. Hier meine Angelsachen, so ein Polster, unsere Wanderstöcke und vor allem, was ganz sinnvoll ist, weil bei so einem Ausbau noch sämtliche Ersatzteile. Wenn euch das Relais kaputt geht für die Batterie oder sonst irgendwas, macht das immer Sinn, einfach ein Ersatzteil dabei zu haben. Hier hinten habt ihr noch eine 230 Volt Steckdose. Wenn ihr unterwegs seid, macht das schon ziemlich viel Sinn, eine 230 Volt Steckdose zu haben und vor allem auch diese 12 Volt, um euer Handy zu laden oder mal um euer MacBook zu laden, wenn ihr Bilder bearbeiten seid oder so Geschichten. Irgendwo muss natürlich auch der ganze Strom herkommen für die ganzen Lampen, für diese 230 Volt Steckdose, 12 Volt Steckdose. Wir haben uns auf jeden Fall dafür entschieden, wie die meisten Leute, eine zweite Batterie hier hinten einzubauen. Das ist ein Zweitbatteriesystem. Wir haben hier hinten eine 105 Ampere-Stunden Batterie drin. Hier muss man selten ran und wie ihr seht, das geht auch super schwer auf. Hier ist unsere Batterie drin und ja, das ist where the magic happen, ne? So, zu guter Letzt, sag ich mal, in die Schlafgemächer oben in der zweiten Etage, in den gemütlichen Teil des ganzen Videos, nehme ich euch jetzt einfach mal selber mit und dann zeige ich euch das einfach mal. Hier oben ist die Klappe Nummer 1, das ist die große Klappe. Das heißt, die nehmt ihr einfach so und zieht sie einfach nach unten. Dann habt ihr den ersten Teil von einem Schlafbereich schon runtergeklappt und ihr könnt hoch. So, und dann gehen wir mal kurz hier zusammen hoch. Hier hinten habt ihr jetzt den zweiten Teil. Wir haben die Taschen, die hier haben wir von unten von der Tür hier hoch gemacht und haben sie hier hingeklettert, weil das macht immer Sinn. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die man hier oben hin und wieder mal braucht oder auch nicht. Die kann man hier reinpacken, dann kommt man von unten gut ran und wenn man sie dann braucht, kommt man von oben auch wieder gut ran. Das heißt, hier habt ihr diese zweite Klappe, die könnt ihr dann auch noch runterklappen und schon habt ihr eine riesen Liegefläche. Hier habt ihr diese ganzen Moskitonetze, könnt ihr aufmachen, rausschmeißen. Die habt ihr überall ringsrum. Das heißt quasi, ihr könnt, gerade im Sommer, wenn es eben viele Moskitos oder irgendwelche Viecher hat, könnt ihr trotzdem hier Luft reinlassen und habt dann trotzdem noch genug Licht, was hier reinkommt und vor allem Luft. So, jetzt gehe ich mal hier so hin und hoffe, dass man das jetzt gut sieht. Ihr habt wirklich eine riesen Liegefläche. Also die ganze Liegefläche ist 2,90 Meter lang und 1,40 Meter breit. Die ist wirklich riesig. Ich bin jetzt nicht so klein und ich schlafe auch gerne sehr ausladend. Aber zu zweit habt ihr oben wirklich einen riesengroßen Platz. Hier sind unsere Kopfkissen, die liegen immer drin. Unsere Bettdecke liegt immer drin. Und wie ihr seht, habt ihr oben auch noch Staufläche für irgendwelche Sachen, irgendwelche Taschen. Hier oben habt ihr noch ein Licht. Das ganze Licht könnt ihr einmal in Rot und einmal in Weiß machen. Rot soll anscheinend Moskitos abhalten. Bis jetzt, weiß auch nicht, habe ich das Ganze noch nicht so wirklich das Gefühl gehabt, dass es was bringt. Aber manchmal, muss ich sagen, ist es ganz angenehm mit rotem Licht, weil das Ganze nicht so grell, wenn ihr schon müde seid am Abend, nicht nur so ein fettes, helles, grelles LED-Licht haben wollt, dann ist es mit dem Rot echt ganz gut. Handy laden, keine Ahnung was, Kamera aufladen, vor allem wenn ihr unterwegs seid zum Fotografieren, das ist eine gute Frage. Nachts möchte man ja auch nicht nur mit dem einen Licht einfach sagen, ich bin jetzt müde, ich möchte schlafen, du hast jetzt Pech gehabt, Licht aus, tschüss, Feierabend, sondern man möchte ja auch immer die Möglichkeit haben, sag ich mal, dass nur der eine irgendwie wie zu Hause, nur der eine sein Schlafzimmerlicht, sein Nachttischlicht anmacht oder nur der andere. Daher hat Alucap sich da was richtig Geiles einfallen lassen, finde ich eine mega gute Lösung, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Nicht nur für oben im Schlafzimmer, sage ich mal, sondern auch für unten. Und zwar habt ihr hier solche Reißverschlüsse. So. Auf der einen Seite kommen hier ein kleines Schlafzimmer- oder Nachttischlämpchen raus, ein, wie sie es nennen, Leselicht oder Leselampe. Das ist auf jeden Fall zum einen mal super mega cool und zum anderen habt ihr hier noch Steckdosen.
2x12 Volt, sag ich mal, Zigarettenanzünder für die, wo das noch kennen, und 2x12 Volt USB-Steckdose, um einfach euer Handy zu laden über USB oder um irgendwelche Sachen zu laden. Das Schlafzimmer habt ihr nun auch gesehen und jetzt zeige ich euch noch so ein paar Sachen hier draußen. Zum einen dieses Vordach, habt ihr vorhin vielleicht gesehen. Das ist mega praktisch, wenn es regnet oder schneit oder sonst irgendwas. Wir hatten lustigerweise tatsächlich jetzt im Sommer sogar auch mal Schnee am Nordkap oben. Das heißt, ihr könnt dann einfach dieses Vordach könnt ihr aufmachen, dann könnt ihr trotzdem da auflassen und es kommt Licht und Luft rein und es kommt kein Regen rein. Das ist mega praktisch. Auch bei schlechtem Wetter, Licht, Luft, das ist schon mal sehr praktisch. Was ich euch jetzt noch einmal zeigen will, ist hier diese Klappe. Das ist quasi die Küche von außen. Ich habe ja gesagt, ihr kommt von außen an die Küche ran. Und so sieht das Ganze von außen aus. Das heißt, diese Klappe von innen drinne könnt ihr von außen auch reingreifen. Hier habt ihr so einen Chatbowl, um einfach mal ein bisschen einen Tee zu kochen oder so Geschichten. Und hier habt ihr eure ganzen Kochutensilien. Das heißt quasi, egal ob ihr draußen oder drinnen seid, ihr kommt an dieselben Sachen, kommt ihr immer ran. Hier habe ich noch eine 12 Volt Steckdose eingebaut, einfach nur für einen Kompressor, wenn ihr mal irgendwie die Reifen aufpumpen müsst oder sonst irgendwas. Und ja, genau, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Eine einzige Sache gibt es jetzt noch, was mega geil ist. Vor allem eben, wie ich schon gesagt habe, man lebt oft um den Camper außen rum. Und wenn es schlechtes Wetter hat, ist es natürlich so ganz schön doof. Genau, und jetzt würde ich euch noch eine Sache zeigen, die ich mega cool finde. Hier haben wir die 270 Grad Markise. Und das Geile an der Markise ist einfach innerhalb kürzester Zeit aufgebaut. So, einhängen, straff ziehen, what the fuck, ihr habt ein riesengroßes Zuhause, dann könnt ihr hier aufmachen, dann könnt ihr hier noch aufmachen und schon habt ihr einen riesengroßen Vorplatz, wo es auch, wenn es wirklich mal regnet, richtig schön im Trocknen stehen könnt. Ihr könnt kochen, ihr könnt euch hier aufhalten, ihr könnt euch auch mal mit ein paar Kollegen hier unten drunter setzen, könnt gemütlich die Aussicht genießen, auch in der prallen Sonne, auch beim krassesten Regen. Das ist alles kein Stress. Ihr seht, ihr braucht nicht mal Füße, die hängt einfach so, wie sie ist, die Markise. Es sind keine störenden Füße in der Umgebung, ihr müsst es nicht irgendwo abspannen oder sonst irgendwas. Das ist wirklich eine der coolsten Sachen, wenn ihr mich fragt. Freunde, wie in jedem meiner Videos, auch schon im letzten, wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Es war jetzt doch ein bisschen länger und ein bisschen umfangreicher und ausführlicher, als ich gedacht hatte. Aber ich denke mal, die einen werden es interessieren, die anderen wird es nicht interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr unten mir ein Like da lassen würdet. Vor allem, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Es werden jetzt auch ein Haufen Videos über meinen Camper kommen, über Umbauten, Ausbauten, über meine Reisen mit meinem Camper. Deswegen am besten unten abonnieren klicken, nicht vergessen auf die Glocke zu klicken, dass ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn neue Videos von mir kommen. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr meine Videos teilen würdet und vor allem auch euren Freunden empfehlen würdet, die vielleicht auch Interesse an so einem Fahrzeug haben oder an solchen Reisen. Ich würde mal sagen, ich bin raus aus diesem Video, Freunde. Wir sehen uns zum nächsten. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.